Hallo und herzlich willkommen zum 4. Teil unseres Let's Plays zu Return to Monkey Island. Wir haben eine Quest. Und zwar müssen wir den, keine Ahnung, heiligen Wischmob uns herstellen. Und dafür brauchen wir einen, einen Stiel. Irgendwie ist total special. Auf jeden Fall hat der Koch ein großes Tara darum gemacht. Und das müssen wir uns jetzt mal angucken. Mal gucken, was steht eigentlich auf unserer To-Do-Liste. Okay, LeChucks Mannschaft beitreten. Problem: Quartiermeisterin erkennt mich und heuert mich nicht an. Einen Mob besorgen. Ja, das haben wir dann nicht mehr gehabt, weil wir müssen einen Mob herstellen. Und genau, den Mob-Stielbaum müssen wir finden. Das ist kein spezieller Baum anscheinend, sondern für mich der richtige. Irgendwie so. Schauen wir mal. LeChucks Schiff bei erster Gelegenheit übernehmen. Na gut. Den können wir noch mal bewundern. Well, it's definitely a mop. Na gut. Geht Stay away from my mop. Na gut. Einmal ausprobieren muss ich es eigentlich noch. Hier das mit dem Gesundheitsinspektor. Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. Ach, schade. Ich dachte, er geht dann weg und dann können wir uns den mitnehmen oder so etwas. Dann können wir nur mal kurz über die herlästern. Jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. Okay. On the plus side, they have more disposable income and better hygiene than the old crowd. Ja gut. Good work. Thanks. Will do. Gucken wir mal, ob wir hier durch können. Die Holzmöwe. Plaque says, in memory of looming seagulls of old. Ach, das soll eine Schnur sein. Ich dachte, das ist irgendwie... I think someone tried to secure a boat with this. Ja, das können wir, glaube ich, gebrauchen. Gut, dass wir rausgegangen sind. Können wir hier noch irgendwas? The food is more exciting when you can smell the risk. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. Ja, ich wollte gerade sagen, das geht ja hier über das Zertifikat hinaus. Active little guys, aren't they? Looks like a mugshot. Na gut, dann Wally meint, die Musik finde ich echt gut, meinte ja, dass wir erst eine Karte brauchen, wenn wir, oh, was ist das eigentlich? Ein Quizbuch. Ein Sammelkarten-Quizbuch. It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. 10 Seiten gibt es. Im hinteren Teil der Scamba ist... Ach, das ist wirklich ein Quiz dann. Ein riesiger Wal, die Küche, der Keller, eine Angeltrophäe. Eigentlich ja die Küche. Yay! Und jetzt? Ah, okay. Ich dachte schon, es hängt jetzt. Also man kann wirklich so irgendwie so komische Sachen und dann muss man halt ein Quiz machen. Okay. Ja, da sind wir dabei, ne? Ne, das ist Hinweis, das ist das Quizbuch, okay. Ja, nett. Das sieht doch aus wie eine Quizkarte. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. Naja, vielleicht auch nicht. Wir gehen jetzt erstmal raus und zu Wally, weil jetzt haben wir ein Ziel. Das wollte ich eigentlich gerade, glaube ich, sagen. Dass er wollte, dass wir ein Ziel haben. Sonst bräuchten wir keine Karte. Und jetzt möchten wir zu diesem speziellen Baum. Ah, hier ist wieder ein Monokel drin. Haben wir keins mehr? Doch. Okay. Hey, Wally. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay.
Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Okay, aber ich brauche ja die Karte, um an dieses Holz zu kommen. Also das heißt, ich brauche jetzt irgendwie ein Holzstückchen. Oh, die Schnur entwirren. It's hopeless. Oh, okay, na gut. Better to have one for each eye. If you say so. Ja, ne? Nehmen wir auch so einfach mal hin. Jetzt ist die Frage, wo können wir denn jetzt so einen... Oder muss ich jetzt mit irgendwas ein Stückchen von dem Mob abschaben oder sowas? Jetzt geht's schon wieder los, ne? Keine Ahnung mehr. Once you have a key, you've got to open the door. Aber gibt die auch Hinweise oder was? Things are not what they seem. Ja, das habe ich auch das Gefühl. All keys are gold. It's the way of keys. Okay. No one ever works together. All want their own prize. When they get close to finding it, suddenly they are gone. You can find a golden key, but you cannot own it. Okay. A lock is a beautiful thing. A key, even more so. Okay, whatever. Ich meine, wir haben ja einen... This is awesome. Now I can open one of the jail cells. Na gut, hätte sein können, dass wir noch irgendwas anderes damit machen können. Gucken wir lieber nochmal hier hinten. Nicht, dass ich da irgendwas übersehen habe. Oh. Das sind dann doch diese Quizkarten. Okay, dann muss ich nochmal zurück zu der Scum war. Bevor ich das vergesse. Property foreclosed by So, das hatten wir ja schon. Madison Enterprises. Alles zum halben Preis. In Having Ordnung. a half-off sale. Well, the voodoo here must be authentic, culturally, and historically accurate. The sign says so. Okay. Ah gut, ich kann die aber noch nicht nehmen. Das geht dann wahrscheinlich erst wann anders. Nice hatpin. It's the emblem of a secret society I belong to. Really? Don't be ridiculous. Nice hatpin. Okay. It's creep. Na gut, Holz. Oh, wir können noch mal mit dem, ist das? Nee. Mit dem Typen oben auf dem Berg sprechen. Vielleicht hat der irgendwas. Achso, warte mal, steht jetzt eigentlich bei unserer To-Do-Liste? Ah nee, da steht immer noch den Mob-Stielbaum finden. Ich dachte, vielleicht steht da jetzt auch, dass wir ein Stück Holz oder sowas finden müssen. Oder ich denke schon wieder zu weit. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Sagst du? Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. I'm thinking about going on LeChuck's expedition after all. I'm glad to hear you decided to patch things up. No, he doesn't want me on the ship. I'm blacklisted. I'm gonna have to go in disguise. These Shakespearean comedies just Okay. write themselves. Das habe ich mir auch schon gedacht, dass man sich verkleiden muss. See anything interesting out there? Change. The future. Are those the names of ships? All I can see is open water. It's what I named my cataracts. Huh. You've been at this post a long time. Yep. My eyesight isn't what it once was, but my hearing is still as sharp as the governor's sword. And that's helpful for being a lookout? There's hardly ever anything to see anyway. The job is mostly about greeting people. Welcome to Melee Island. Thanks.
Na gut, ein hochmoderner Stift. Ja, ja. Hier sind überall, da waren gerade auch schon wieder so Augen. Gehen wir nochmal zu dem Museum, da ist ja auch so eine Kiste und so vielleicht. Oh, der Zettel ist weg, ne? Hi there. Welcome to the Ach, das ist doch die, Museum of Pirate Lore. mit der die Voodoo-Lady gesprochen hatte. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Oder der? Thanks. Weiß nicht. The museum showcases the largest Der collection wahrscheinlich. of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Malay Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Vielleicht haben die ein Holzbein oder sowas. Ach, guck mal, hier ist nochmal ein Schloss. Was ist das denn? Ich schätze, das muss ziemlich wertvoll sein. What can you tell me about this eye patch? Ah, okay, eine That's the Augenklappe. pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Ja gut, haben wir ja gerade schon gehört. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. Oh, das ist... Found in the Malay jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the Ja, Spoilerwarnung. mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Eigentlich müssten wir diesen Otis auch noch irgendwo wiederfinden. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Oh Mann. Das ist die Nachricht, die LeChuck hinterlassen hat, als er Elaine entführt hat. In Großbuchstaben. Deswegen geschrien. How on earth do you have that note? Oh, yeah. That's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Ich habe gerade gesehen, der hat hier ein Holzbein, aber sein richtiges Bein ist hier abgewinkelt. Das heißt, er hat es einfach ans Knie gepappt und braucht es eigentlich gar nicht. Ah, guck mal, da hinten kann man den Lagerraum. Nee, aber wir gucken uns noch mal kurz hier die restlichen Sachen an. So viel Zeit muss sein. Poster. That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy number 1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. Ja, Teil 2. That would Okay. never work. Nobody's that clueless in real life. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Oh Mann, aber dann, damit hat sich das jetzt auf jeden Fall geklärt, dass es wirklich nach dem zweiten Teil spielt. Ich war mir ja dann nicht so ganz sicher, ob es zwischen ersten und zweiten Teil, weil es ja eine Geschichte ist, die erzählt wird. Und, naja. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter.
written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me. It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle Na too toll. close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Na toll. Ah. Wenn ich noch einmal frage, erinnert er sich vielleicht an den Inhalt des Briefes. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Okay. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here. Ich wollte gerade sagen, das ist doch der auf dieser Insel rechts oben gewohnt hat. Ach, der That's Sarg. a nice coffin. The one with the oar. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Echt, ey. Unpaid, of course. Intern. Er erzählt ihm die ganzen wahren Geschichten. Aber er will es nicht glauben. That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Kann ich das nehmen? Ist ja Holz. So, Moment, jetzt. Ach, den Papageien. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Den Wachpapagei ansehen. It's a working parrot. I shouldn't bother it. That is a really big parrot. Wonder Okay, how es many ist ja hands nochmal das gleiche wie gerade eben. Ob wir hier hinten einfach hingehen können? Oh ja. Ah, Papageienfutter. Nehmen wir natürlich mal mit. So, das ist wirklich das Einzige, was hier in diesem Lagerraum ist. Gibt's ja wohl nicht. Ah nein, die Quizkarte. Jetzt haben wir schon 2. Sollen wir uns das jetzt mal angucken? Wahrscheinlich mache ich es falsch. Ich habe ein bisschen Angst davor, wenn ich ehrlich bin. Der Vogel am Strand von Scurvy Island ist ein... Man sieht das zum Glück. Das werde ich jetzt nicht öffnen, weil ich gar nicht weiß, was Scurvy Island ist. Achso, nee, Moment, aber... Ich wollte eigentlich... wir haben ja noch eine andere... Was ist vorne auf der Kiste im Laderaum abgebildet? Welcher Laderaum? Siehst du? Lassen wir das lieber erstmal. Ja, aber sprechen wir nochmal mit ihm. Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Ja, I'd see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. ja, irgendwie It's a schon. museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. Okay. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Oh Mann. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. Wahrscheinlich brauche ich das für irgendwas. I'm Guybrush Threepwood. Ah, um mich zu verkleiden, damit ich anders aussehe. Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice.
Oh Mann. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. I'll have a look around. Please do. Okay, also dann brauche ich die wahrscheinlich, um mich zu verkleiden, in Anführungszeichen. The display case is locked. Ob man den... Nee, warte mal. Kann ich... Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Kann ich die irgendwie so zusammen... If one monocle is good, two is better. Okay. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Na gut, dann brauchen wir jetzt ja erst... Dann brauche ich ja noch nicht irgendwie hier dem was zu essen geben. Weil wir erst einen Schlüssel brauchen. Ob die nochmal kostenlosen Schlüssel für uns machen wird? Wir werden es sehen. Das ist echt gut. Die obere Straße. Welcome back. Hiya. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. Na gut, schade. Gibt's hier irgendwie... Oh. Das hatte doch die eine auch an ihrem Hut. What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? Na gut. Nein, das wollte ich nicht. Moment mal. Was haben wir denn da? Was ist das? Ach, die Visitenkarte. Wollte ich eigentlich lesen. Hallo? Kinders? Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. This is the one for the museum display case. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Die sollte echt mal zu Wetten, das oder so gehen. Ist ja irre, was die an der Seriennummer alles erkennen kann. So, jetzt ist die Frage... Especially fortified for the healthy parrot diet. ob wir da einfach direkt drankommen. Komm, renn, renn! Oder, Moment. Nicht, dass hier irgendwas Holziges drin ist, was wir brauchen. Oh. Auf jeden Fall ist hier eine Quizkarte. Mal gucken, ob wir das... Das Spiel Monkey Island hieß früher Mutiny on Monkey Island, That Pirate Game, The Pirates of Monkey Island, Voyage to Monkey Island. Wow. Bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ah, man kann sich das angucken, ohne dass man es gleich verkackt. Okay. Schädel, Piratenflagge, Kreuzschwerter, keine Ahnung. Genau, der Vogel am Strand von Scrubby Island ist ein Gelbbauch-Limettenstecher, ein scharlachroter gefiederter Spitze- und Schnabelvogel, ein Blauschnabel-Donnervogel oder ein roter geflügelter Kommandozeilenparservogel. Ha. Okay, also eigentlich muss man nur wissen, ob er gelb, blau oder rot ist, aber leider zweimal da, ne? Also dürfte es kein roter sein, es ist halt wahrscheinlich ein gelber oder ein blauer. Naja, warten wir mal ab, ob wir in diesem Spiel auf diese Insel kommen. Aber ich würde natürlich... Obwohl, hier haben wir ja schon diesen Hund bekommen, ne? Wäre jetzt komisch, wenn wir hier nochmal irgendwas für diesen Mob bekommen. Naja. Machen wir erstmal das eine fertig. Das wird es dann wahrscheinlich auch wieder für die Folge gewesen sein. Es geht so rucki zucki irgendwie. So.
man das einfach nehmen kann und vielleicht ist das Holz, das wir brauchen. Ich gehe gleich nochmal in den Wald rein, vielleicht ist da ja dann irgendwie was. It doesn't seem interested. Was? Muss man das auch wieder mischen irgendwie? Specially fortified for the healthy parrot diet. Oh, oder könnte ich die Cracker-Dings der Frau geben und, also der Schlüsselfrau da? Und dann gibt sie mir welche von ihren Crackern vielleicht. So, mal gucken, ob man hier irgendwas mitnehmen kann. A classic specimen of Alata needlius, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Okay. Oh, hier ist auf jeden Fall eine Quizkarte mal wieder. Ooh, purple flowers. These must be teeth. Ah, ich glaube, Or alliums. Or clematis. wenn wir dann irgendwie eine Karte bekommen, müssen wir uns bestimmt an den Blumen irgendwie orientieren. Weil hier sind wieder Pilze und da ist wieder die fleischfressende Pflanze. Ew. I'm hopelessly lost. Na, without okay. a map. Man kommt immer... wahrscheinlich müssen wir dann wirklich irgendwie von dem einen Bischmob was abschneiden? Abhobeln? Hi there. Hi, Hier, willst du die Kekse haben? I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. Ah, okay. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Dahin. Und da rein. Ich hoffe, das klappt jetzt. So, dann gehen wir... Ah, warte mal. Die I've Crackers. got enough to last me. Na gut. Genau, schnell raus und ich hoffe, ich werde da nie wieder was brauchen. Währenddessen in der Villa. Kommt jetzt Otis da an. Ah, ne, Elaine. Und irgend so ein komischer Typi. Elaine, issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. Was ist das denn für ein Typ? Working on Oder Typen? People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Was war das denn für eine Figur? So, jetzt habe ich dieses Ding hier. I'd like to get somewhere first before I do that. Ja gut, aber das wird mir ja eh nicht wirklich weiterhelfen. It's hopeless. Haben wir eine neue Karte. Welche dieser Personen wurde nicht von einer riesigen Seekuh verschluckt? Eventuell Murray? Ich weiß aber nicht genau, was mit ihm passiert ist. Ach, irgendwo wurde auch schon der Schädel erwähnt, ne? War das LeChuck, der den erwähnt hatte? So, jetzt ist die Frage, gehen wir nochmal dahin. Aber hier ist wirklich irgendwie nichts, ne? Wir haben nur den Schwamm. Ein Eimer da. Achso, vielleicht können wir jetzt auch in die Villa gehen und da ist was Neues.
Das probieren wir jetzt nochmal zum Ende aus, aber und dann... Wie der jetzt rennt. Ist ja die ganze Zeit so gerannt, aber es sieht irgendwie aus, als hätte er was gemacht, was man nicht machen darf, wie das Ding stehlen. Mal gucken. Ob irgendwie Elaine jetzt hier ist? Nee. Leider sieht es genauso aus. Aber wir können mit ihr sprechen kurz. Ob es was Neues gibt. Die kämpfen direkt. I don't really have anything to say. Okay. Just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Na gut, dann gehen wir jetzt hier nochmal raus. Komm. Upsala. Ich wollte das Spiel nicht pausieren. Ist hier irgendwo was? Nee. Na gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Immerhin haben wir jetzt diese Augenklappe. Kann ich jetzt aufsetzen? Ah, okay. Classic and subtle. Like me. But I don't need to be wearing this right now. Ich dachte, wir verwandeln uns dann irgendwie. Naja, auf jeden Fall haben wir die und ich glaube, die brauchten wir auch. Brauchen immer noch irgendwie ein Holzstück, um hier mit oder damit, ich weiß nicht, einen Mob zu machen. Hat sich hier was verändert? Nö. Na gut. Da schauen wir dann nächste Mal weiter. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss!